Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten! Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um die Kernfrage: Welche Belege haben echte Aussagekraft für Anti-Aging beim gesunden Menschen und welche sind reine Scheinbelege? Der Titel klingt provokant, der große Denkfehler. Gemeint ist kein Detailfehler. In den unterschiedlichsten Medien werden ständig Daten zitiert, die als belastbare Nachweise verkauft werden, aber allenfalls indirekte Hinweise liefern. Demzufolge klären wir zuerst den Maßstab, den Goldstandard der Humanforschung, und danach ordnen wir 3 weitere Fehlinterpretationen ein, die in den unterschiedlichsten Medien beständig als angebliche Beweise herumgereicht werden. Erstens, der Goldstandard zur Beurteilung. Wenn man wissen will, ob ein Anti-Aging-Supplement beim gesunden Menschen tatsächlich etwas bewirkt, reicht es nicht aus, Tierdaten, theoretische Wirkmechanismen oder Einzelbefunde zu zitieren. Relevant ist ausschließlich, was sich unter kontrollierten Testbedingungen im Menschen selbst verändert. Der Goldstandard dafür sind randomisierte, placebo-kontrollierte Humanstudien an gesunden Erwachsenen, bekannt als RCTs, also Randomized Controlled Trials. Dabei werden Teilnehmende zufällig in 2 Gruppen eingeteilt. Eine erhält das Supplement, die andere ein Placebo. So lassen sich Erwartungseffekte und Zufälle weitgehend ausschließen. Einzelne Studien liefern jedoch oft nur Momentaufnahmen. Unterschiedliche Dosierungen, Laufzeiten oder Messmethoden können Ergebnisse verzerren. Deshalb wird eine Einordnung erst dann sinnvoll, wenn mehrere unabhängige Studien gemeinsam ausgewertet werden. Genau das leisten Meta-Analysen und systematische Reviews, die RCTs bündeln und ihre Qualität berücksichtigen. Im Anti-Aging-Kontext sollte sich eine Auswertung für repräsentative Ergebnisse auf mindestens 3 unabhängige RCTs stützen, die denselben Wirkstoff bei gesunden Erwachsenen untersuchen. Erst dann lässt sich beurteilen, ob gemessene Zielwerte stabil sind oder zufällig. Alle anderen Quellenzitationen sind schlicht zu weit entfernt von seriöser Aussagekraft. Dieser soeben dargestellte Goldstandard ist die einzig verlässliche Bewertungsgrundlage zur Beurteilung des Nutzens von Anti-Aging-Pillen. Zweitens, warum Studien mit Vorerkrankten in die falsche Richtung führen. Ein zweiter grundlegender Denkfehler entsteht, wenn klinische Studien mit vorerkrankten Personen direkt auf den Anti-Aging-Bereich übertragen werden. Viele Supplement-Studien untersuchen Menschen, bei denen bestimmte Messwerte bereits deutlich erhöht oder gestört sind, etwa Entzündungsmarker, Blutzucker, Blutdruck oder Blutfette. In dieser Situation kann ein Wirkstoff einfacher messbare Veränderungen auslösen, indem er bestehende Abweichungen in Richtung Normalbereich verschiebt. Das ist medizinisch sinnvoll. Dies beschreibt jedoch genau genommen eine therapeutische Korrektur, keinen Anti-Aging-Effekt. Gesunde Erwachsene starten von einer anderen Ausgangslage. Ihre Messwerte liegen überwiegend im Normbereich, die physiologischen Grundabläufe funktionieren stabil. Nichtsdestotrotz, ein Wirkstoff kann bei Gesunden durchaus feine zusätzliche Anpassungen bewirken, etwa bei Stressresilienz, Blutdruck, Entzündung oder altersrelevanten Biomarkern. Was er jedoch nicht automatisch leisten kann, ist dieselbe Größenordnung an Verbesserung wie bei einem zuvor bestehenden Defizit. Ein positiver Befund bei Vorerkrankten bedeutet daher, ein Wirkstoff ist in der Lage, bestehende Abweichungen oder Funktionsstörungen teilweise zu korrigieren. Anti-Aging stellt allerdings grundsätzlich eine andere Frage.
bringt derselbe Wirkstoff bei Gesunden einen messbaren Zusatznutzen, obwohl die Werte schon im Normalbereich liegen. Deshalb eignen sich Studien mit Vorerkrankten nicht als primäre Bewertungsgrundlage zur Beurteilung der Wirksamkeit bei Gesunden. Drittens, warum Tier- und Zellversuche keine Antwort liefern. Der nächste Klassiker ist die irreführende Berufung auf Mäuse, Fruchtfliegen oder Zellkulturen. Zell- und Tierexperimente liefern allenfalls Rohmaterial für Vermutungen wie etwas könnte theoretisch in eine bestimmte Richtung gehen. Viel mehr ist das nicht. Und genau hierin besteht die Fehlinformation vieler Informationsquellen. Aus einem Laborhinweis wird eine Wirksamkeitsbehauptung. Selbst wenn ein Effekt im Tiermodell vielversprechend ist, Tier ist nicht gleich Mensch, und zwar in Bezug auf mehrere Faktoren gleichzeitig. Biologie und Genetik ungleich, Stoffwechsel ungleich, Ausgangslage ungleich, Dosis und Bioverfügbarkeit ungleich, Lebensspanne ungleich, Laborbedingungen ungleich Alltag, Messziele ungleich. Tier- und Zelldaten beantworten Labor- und Plausibilitätsfragen, nicht die Wirksamkeit beim gesunden Menschen. Stichwort Zellkulturen. Eine Zelle in der Petrischale ist ein isoliertes Modell, ohne Verdauung, ohne Leberumbau, ohne Blut-Hirn-Schranke, ohne Immunsystem, ohne Hormonsteuerung, ohne die Gegenregulation eines ganzen Körpers. Im Labor kann man Prozesse anstoßen, im Menschen entscheidet aber erst die Realität. Kommt der Stoff überhaupt im Zielgewebe an? In welcher Menge? Wie lange? Und was macht der Körper auf dem Weg dorthin damit? Fassen wir zusammen. Ein Labor- oder Tierbefund ist nicht annähernd ein Beleg dafür, dass ein Supplement beim gesunden Menschen anti-aging-relevante Werte verbessert. Es ist höchstens ein Startpunkt für die Frage, lohnt es sich, einen Wirkstoff beim Menschen sauber zu prüfen? Deshalb gehören Tier- und Zellresultate in meinem Schema logischerweise lediglich in die Schublade Vorhypothese. Merke dir, ein Wirksamkeitsbeleg beginnt erst dort, wo kontrollierte Humanstudien an Gesunden am Ende wirklich messbare Verbesserungen dokumentieren. Viertens, warum Wirkmechanismen kein Wirksamkeitsbeleg sind. Eine weitere unzulässige Vorgehensweise: biochemische Wirkmechanismen werden einfach als Wirksamkeitsbeleg verkauft. Da heißt es dann, aktiviert Signalweg X, hemmt Enzym Y, erhöht Antioxidant Z und daraus wird vorschnell abgeleitet, dass ein Wirkstoff das Altern bremst. Doch ein solcher Mechanismus ist nichts weiter als eine Beschreibung, kein Ergebnis. Dass im Körper irgendeine biochemische Reaktion stattfindet, bedeutet noch längst nicht, dass daraus ein relevanter Nutzen entsteht, geschweige denn ein Anti-Aging-Nutzen bei gesunden Erwachsenen. Diese Fehlableitungen lassen sich übrigens auf zwei Wegen beobachten. Entweder werden Mechanismen aus Tier- oder Zellversuchen auf den Menschen übertragen, oder man nimmt Mechanismen bzw. Laborwerte aus Humanstudien, oft nicht an Gesunden, und verkauft sie als Anti-Aging-Nutzen bei Gesunden. In beiden Fällen wird aus der Erkenntnis, es passiert biochemisch etwas, fälschlich, es wirkt zielführend bei gesunden Personen. Zwei Arten von Fehlinterpretationen sind hierbei typisch. Erstens Markerverwechslung. Ein messbarer Marker, also ein Labor- oder Signalwert, kann sich verändern, ohne dass sich Gesundheit, Leistungsfähigkeit oder altersrelevante Zielwerte messbar verbessern. Der Körper ist kein linearer Schalter. Er reagiert oft mit Gegenregulation, Umwegen und Kompensation. Zweitens
Mechanismuskette statt Nutzennachweis. Viele Erklärungen bestehen aus einer vermeintlich plausiblen Kette. Marker A beeinflusst Prozess B, das betrifft System C, also muss das doch altersrelevant sein. Das klingt zunächst wissenschaftlich, bleibt aber eine Ableitung. Zwischen biochemisch erklärbar und im Alltag messbar nützlich liegen oft mehrere unbelegte Zwischenschritte. Was nehmen wir daraus final mit? Wirkmechanismen beantworten die Frage, wie könnte eine Substanz funktionieren? Für uns Anti-Aging-Enthusiasten lautet die entscheidende Frage stattdessen, verbessert sie bei gesunden Erwachsenen in kontrollierten Studien messbar Anti-Aging-relevante Zielwerte? Die letzte eingeblendete Übersicht fasst das Gesagte abschließend noch einmal eindeutig zusammen. Und genau diesen Goldstandard-Anspruch verfolgt dieser Kanal in allen bisherigen Wirkstoffanalysen und ebenso in allen zukünftigen, um dir im riesigen Supplement-Dschungel Orientierung und damit einen echten Mehrwert zu bieten. Wenn du genug hast von Marketingbehauptungen und ständig neuen Gamechangern und stattdessen wissen willst, was bereits wirklich nachgewiesen ist und was nicht, dann bist du hier genau richtig. Folge mir also, um zukünftig nicht nur wirksam zu supplementieren, sondern auch deinen Geldbeutel zu schonen. In diesem Sinne, let's get younger, not older. Ich bedanke mich herzlich fürs entgegengebrachte Vertrauen und Interesse. Bis zum nächsten Video über Probiotika. Euer Mika Young.